Und auch der vorgezogene Kohleausstieg ist nichts als Augenwischerei. Denn unterm Strich wird insgesamt nicht weniger, sondern mehr Kohle verbrannt und CO2 emittiert. Und wenn die politischen EntscheidungsträgerInnen jetzt vorhalten, dass nun mal Bergrecht vom Menschenrecht gilt und das RWE nun mal das Recht hat, Lützerath zu vernichten, dann kann die Antwort nur lauten, dann ändert verdammt nochmal die Gesetzesgrundlage. Und wie kann es überhaupt sein, dass die politisch Verantwortlichen jüngst mal ebenso klammheimlich im Vorbeigehen den Hauptbetriebsplan von RWE ohne Zögern und ohne jegliche Skrupel verlängert haben? Der bisher gültige Hauptbetriebsplan läuft zum Jahresende aus. Zum Jahresende aus. Das wäre die Gelegenheit gewesen, sich als politische EntscheidungsträgerInnen mutig und entschlossen gegen ein Weiter so zu stellen. Das wäre die Gelegenheit gewesen, RWE zu stoppen, Betriebsplan vorerst on hold, Moratorium für Lützerath, Gesetzesgrundlage ändern, Betriebsplan anpassen. Stattdessen wird das Weiter so einfach abgenickt, denn was sind schon ein paar Milliarden Menschenleben? Werte politische EntscheidungsträgerInnen, es ist eure verdammte Verantwortung dafür zu sorgen, dass es allen Menschen gut geht, nicht nur den Reichen und Mächtigen. Es ist eure verdammte Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Gesundheit aller Menschen nach bestem Wissen und Gewissen geschützt und nicht durch dreckige Kohle gefährdet wird. Es ist eure verdammte Verantwortung dafür zu sorgen, dass uns der kostbare Lösboden als Ackerland erhalten bleibt, den wir heute und in Zukunft angesichts der sich verändernden Klimazonen mehr denn je brauchen werden. Es ist eure verdammte Verantwortung dafür zu sorgen, dass unser aller Lebensgrundlage erhalten bleibt, heute und vor allem für die Zukunft. Und es ist verdammt nochmal eure Verantwortung, euch den Anweisungen von oben in den Weg zu stellen, wenn ihr wisst, dass diese Anweisungen falsch sind. Die Rechtslage zur Räumung und Zerstörung von Lützerath ist noch nicht abschließend geklärt. Und nicht die Menschen, die euch darauf hinweisen, sind die VerbrecherInnen, sondern ihr seid es, wenn ihr trotzdem weitermacht wie gehabt. Menschen wie wir, die euch auf die Faktenlage hinweisen, sind weder radikal noch kriminell. Auch nicht, wenn sie aus purer Verzweiflung angesichts der Dringlichkeit der Lage und der Untätigkeit der politischen Verantwortlichen zu Mitteln des zivilen Ungehorsams greifen. Friedlicher, nicht eskalativer ziviler Ungehorsam, so wie ihn unter anderem Fridays for Future und die letzte Generation nutzen und wie er in Lützerath gelebt wird, ist ein absolut legitimes Mittel des demokratischen Protestes. Bravo! Nicht dieser Protest von Klimaaktivisten gefährdet Menschenleben, Zivilgesellschaft und Demokratie, sondern die Untätigkeit und Verweigerung der Politik. Was wir hier und heute fordern, ist, dass die politischen EntscheidungsträgerInnen sich ihrer Verantwortung stellen, anstatt vor Kapitalismusinteressen einzuknicken. People, not profit. Lützerath muss bleiben, jede Tonne CO2 zählt, der fossile Wahnsinn muss ein Ende haben. Wir fordern ein Moratorium, das RWE zwingt, die Bagger vor Lützerath anzuhalten und uns Zeit verschafft und entsprechende Gesetzesgrundlagen zu ändern. Wir fordern eine Leitentscheidung für das Rheinische Revier, die 1,5 Grad konform ist. Wir fordern, dass die vorhandenen finanziellen Mittel nicht länger in dreckige fossile Subventionen fließen, sondern in den schnellstmöglichen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien. Und vor allem fordern wir hier und heute den sofortigen Räumungsstopp in Lützerath. Wir lassen uns nicht von politischen Machtspielchen irritieren. Wir lassen uns nicht von Falschaussagen blenden. Wir stellen klare Forderungen an die Regierung und wir stehen dabei alle gemeinsam solidarisch zusammen. Stoppt diesen moralischen und ökonomischen Wahnsinn. Lützi bleibt.
Namen der Parents for Future danke an euch alle, dass ihr hier seid und ihr habt ja schon gehört, welche Termine so demnächst anstehen und ich kann euch wirklich nur ermutigen, fahrt dorthin, erlebt in den nächsten Tagen, wenn möglich, noch einmal diesen wundervollen Ort, bevor er wahrscheinlich dann am Ende doch zerstört sein wird, wenn wir es nicht verhindern können. Und ja, leistet euren Beitrag, indem ihr hier seid sowieso schon, indem ihr vor Ort seid, indem ihr in unser aller Camp, in dem Ausweichcamp in Kallenberg mit anpackt und supportet, indem ihr Öffentlichkeitsarbeit macht, Social Media Beiträge pusht und in eure Netzwerke streut und einfach drüber redet und die Informationen in die Welt tragt. Vielen Dank und ich bin immer noch, ich weiß nicht warum, aber ich trage immer noch die Hoffnung in mir, dass wir das schaffen. Deswegen lasst uns noch einmal zusammen rufen. Lützi! Nein! Lützi! Nein! Lützi, Lützi, Lützi! Nein, nein, nein! Ich danke euch.